Hallo, schöne Seele. Schön, dass du eingeschaltet. Ich freue mich, dass ich dir heute mit einer etwas Brummelstimme, aber dennoch einen Einblick in die Channeled News Nummer 72 vorstellen darf. Sajama hat damit uns eine wunderbare, sehr kurze Meditation gemacht, aber den Einblick, den ich dir mitgeben möchte, da geht es noch einmal mehr um die Erklärung, wie lese ich die Zeichen der Zeit, die bedeutungsvollen Botschaften des Lebens. Sehr berührend. Ein sehr weiches Channeling, wie ich fand. Ein Channeling, das einfach so ins Herz geht und einen mitnimmt auf dieser manchmal doch etwas beschwerlichen Reise unserer heutigen, verändernden und doch eben auch, wie gesagt, anspruchsvollen Zeit. Ich hoffe, dir damit einen kleinen Dienst zu tun, dich zu unterstützen und sage Danke für deinen Beitrag hier auf Erden. Und jetzt viel Vergnügen mit Sajama. Guten Abend. Guten Abend, du wunderschöne Seele. Wir in der Gruppe, herzlich willkommen in diesem Moment, sagt doch Sajama immer so schön. Und das möchte ich heute ihm gleich tun, denn es ist mir eine große Freude, einmal mehr in die Channeled News einzutauchen. Heute habe ich so ein bisschen eine besonders tiefe Brummelstimme mitgebracht. Ich bin seit über einer Woche so damit ein bisschen, das ist so mein kleiner Issue, ne? Dass immer, wenn was los ist, so mächtig was los ist im Kosmos, dann ist das die schnellste Stelle, wo, mein Körper mir zeigt, Moment, da ist was, jetzt ist Zeit, so ein bisschen kürzer zu treten. Und dennoch ist heute Channeling-Moment und die Channelings tun mir einfach richtig gut. Deswegen ist es mir natürlich eine große Freude, dass du eben diesen mich selbst heilenden Moment mit dir teilst. Und ich hoffe, dich damit auch inspirieren zu können, die Dinge, die dir wirklich gut tun, auch dann in Momenten zu tun, wo man sich vielleicht nicht unbedingt so ganz danach fühlt. Wie zum Beispiel eben doch spazieren gehen, auch wenn es jetzt nicht so anmächeliges Wetter ist, wie wir in der Schweiz sagen, oder eben doch für Bewegung sorgen, doch meditieren, auch wenn ganz wenig Zeit da ist, oder eben doch channeln oder auf deine Weise mit der geistigen Welt in Verbindung treten. Wenn das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das ist, wonach dir gerade ist. Damit will ich allerdings nicht sagen, mir wäre jetzt nicht nach diesem Channeling, ganz im Gegenteil, ich freue mich mega darauf und freue mich deswegen ganz besonders, dass ihr alle da seid und möchte da mal kurz im Chat gucken. Oh, und jetzt sehe ich da gerade ein paar so bekannte Namen, die ich schon so lange kenne, diese Personen. Das ist so eine große Freude. Ihr macht mir jedes Mal eine mega große Freude, wenn ihr euch hier anmeldet, ein paar Worte in den Chat schreibt und ich dann anschließend oder wie jetzt im Moment lesen kann, dass ihr da seid. Das ist so wunderbar. Vor allem einige von euch eben, wie gesagt, kenne ich doch schon eine ganze Weile. Ja, ihr Lieben, wir wollen doch gleich mal, muss ich noch kurz durchklicken, bin eben so mehr oder weniger bereit. Heute, wie ich sehe. Aber ich bin da. Und ihr seid da. Und ich gehe fest wirklich sehr davon aus, dass auch Sajama heute da sein wird. Und uns beehren wird mit etwas Besonderem. Denn wir stehen vor einem sehr, sehr kraftvollen Neumond gerade am 13. November. Ist es soweit und die dunklen Scheinwerfer sozusagen sind auf unsere inneren Schatten gerichtet und natürlich nicht nur auf unsere, sondern auch auf die in der ganzen Gemeinschaft, in der Gesellschaft und in allem, was wir da noch so zu bewirken haben. Und ich glaube, die einen und anderen von uns haben es auch sonst schon gespürt. Die Energien sind jetzt schon wahrnehmbar und wir wurden ja auch darauf vorbereitet, diese Zeit jetzt handeln zu können, also damit umgehen zu können. Und das bedeutet, dass viel in uns aktiv ist. Und deswegen sind solche Momente des Zusammenkommens einfach total schön. Also vielen Dank und fühlt euch herzlich willkommen. Und wie ich sehe, glaube ich, sind wir langsam alle da. Was bedeutet, ich möchte dich einladen, ganz bewusst zu atmen.
Vielleicht magst du eine Hand auf deinen Solarplexus, die andere auf deinen Bauch legen und mal ganz bewusst tief atmen und fühlen, wie der Atem in dich hineinkommt, wie er deinen Körper bewegt. Und währenddem du so bewusst atmest, fühle, heißt, nimm einfach wahr, was ist gerade um dich herum und in dir so los. Und lächle. Und lasst uns gemeinsam jetzt einsteigen in dieses Channeling, indem wir miteinander diesen Raum öffnen, diesen energetischen Raum, um Sajama in diesem Sinne zu empfangen. Er spricht zwar durch mich als Kanal, ist aber bei dir zu Hause in deinem Umfeld genauso da. Also nicht nur bei mir. Deswegen mach mal den Raum auf bei dir für Sajama und dein ganzes geistiges Team. Und ich sage meinerseits viel Vergnügen. Bis gleich. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für ein freudvoller Moment du mir doch bescherst, indem du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich möchte dir diesen großen, ehrenvollen Momenten gleich tun und dir meine volle und ganze Aufmerksamkeit schenken. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain. Und du? Du bist das Wunder der jetzigen Zeit. Du bist Dreh- und Angelpunkt eines immens großen Universums. Du bist Inhalt einer mächtigen Welt, deiner Welt. Und alles, was dich bewegt, alles, was dich sorgt, dich berührt, dich aufregt, bewegt deine Welt, eben deine. Es ist also weltbewegend. Deswegen finde ich es nur korrekt und fair, dir die vollste Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich bin wahrlich nicht allein gekommen. Ich bringe Unterstützung mit aus deiner Sicht weit entfernten Ebenen. Außerhalb des Irdischen sozusagen, nicht nur außerhalb der ganz physischen Materie, also des Materiellen, sondern wirklich auch von ziemlich weit her. Sobald ihr aber die Lichtdistanzen für euch als leichtes, in diesem Sinne als zu überwinden, wahrnehmen könnt, werdet ihr vermehrt in Austausch mit diesen Wesen treten. Im Moment aber ist es einfach gut und richtig zu wissen, wir sind begleitet, also ihr seid unterstützt und diejenigen, die die Gesandten der Anderswelten gelten, sind da, um zu sehen, zu lernen und zu helfen. Doch zurück zu deiner Welt, geliebte Seele. Wenn diese bewegt, wenn deine Welt etwas bewegt, ist wichtig, dass du lernst, auf Spurensuche zu gehen. Oder anders gesagt, lese die Zeichen der Zeit. Die jetzige Zeit, in welcher du mittendrin steckst in diesem Aufstiegsprozess, in diesem Bewusstwerdungsprozess und manchmal auch wirklich
dich emotional in Not vielleicht fühlst, so tief berührt bist oder selbst auf einer Ebene berührt im Sinne von wachgerüttelt wirst, dass man manchmal nicht mehr so genau weiß, wo ist jetzt oben, wo ist unten und was soll ich jetzt tun? Es muss allerdings keineswegs so intensiv sein, es kann auch einfach durch leichtes genervt sein oder latentes genervt und gestresst empfinden sein. Es kann sich auf diverse Art und Weise jetzt ausdrücken. Das, worum es gerade geht. Ich habe dir schon so oft gesagt, prüfe mit deinem Herzen deinen Weg. Und ich möchte dich noch einmal mehr daran erinnern. Aber ich will dir heute helfen, eben die Zeichen des Weges im Irrgarten zu erkennen und zu deuten. Und ein ganz besonderer Fährtenleser, der dir stets zur Seite steht und immer genau die Richtung kennt, also sowas von ausgerichtet ist auf deinen Seelenkompass, auf dein Seelennorden, in diesem Sinne ist, wie könnte es anders sein, dein Körper. Dein Körper ist dein Freund. Und alles, was sich durch ihn ausdrückt, hat Berechtigung, da zu sein. Nichts davon ist dir als Strafe gereicht, geliebte Seele. Darum geht es längst nicht mehr. Auch wenn es eigentlich niemals wirklich darum ging, aber das menschliche Vorstellungsvermögen hat so viel kreiert und geschöpft, dass es sich zeitweilig wirklich so ein bisschen auf Erden mit dem Karma verbunden hat und die Idee von einer Krankheit wäre eine alte Sünde, die es jetzt zu sühnen gelte. Eine Vorstellung, die sich lange gehalten hat. Und sie ist eine machtvolle Vorstellung, denn sie macht den Betroffenen klein. Und sie macht den Betroffenen schuldig. Und mit diesen beiden Frequenzen kann in den Irrtum geführt werden, kann manipuliert werden, kann unterdrückt werden. Und das sind alles alte Energien, geliebte Seele, Qualitäten, die in der Neuzeit einfach keinen Platz mehr haben. Und so ist es wichtig, dass du in deiner Welt mit solchen Irrtümern aufräumst und die wirkliche Spurensuche annimmst und liest in den Zeichen der Zeit, als ob du eine Zeitung, ein spannendes Buch oder eben beginnen würdest, in dir selbst zu lesen. Und wie gelingt das am besten? Indem du genau beobachtest. Einmal mehr. Darfst du ganz in deinem Fokus liegen. Was ist gerade bei dir los? Ich habe es vorhin schon einmal benannt, zum Beispiel latentes Genervtsein. Beobachte, was für Gedankengänge gehen dir durch den Kopf? Was für Schlaufen dreht dein Verstand? Was genau ist der Inhalt seiner Rede?